Diese Woche bei Roadhouse Bus gibt es erstmal einen Schadensbericht. Willkommen in meiner Welt. Unser Bus hat keine Leistung mehr. Die Tour letzte Woche im Chaco war dann wohl doch zu viel für ihn. Außerdem geht Alessandra Fische gucken und es gibt ein dickes Stück Fleisch. Seit 3 Jahren reisen wir kreuz und quer durch Südamerika. Wir sind Alessandra und Björn. Mit unserer Hündin Mali reisen wir in einem 42 Jahre alten VW-Bus T3. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, folge unserem Kanal. Morgen. Mann, haben wir uns ja erst so doll gefreut, dass wir doch relativ heil aus dem Chaco rausgekommen sind und 50 Kilometer Matsch gemeistert haben. Man sieht sie mir auch an. Aber also die Diva, die war dann doch nicht ganz so glücklich. Wir haben es ja geschafft. Ihr seht ja, wir sind angekommen. Wir sind nicht mehr im Chaco, wir sind wieder in Independencia. Aber unglaublich, unglaublich. Wirklich 500 Meter, bevor wir sozusagen zu Hause sind, Notlauf und irgendwas geht nicht mehr. Also Turbo funktioniert nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal Fehler auslesen. Ich gehe mal davon aus, es könnten 4 Sachen sein. Also ja, 4. Also entweder ist der Luftfilter einfach voll. Wir sind ja vorher durch Staub gefahren. Es waren ja auch auf den, obwohl es nass war, waren trotzdem staubige Abschnitte dabei. Vielleicht ist der Luftfilter voll, aber so schlagartig. Dann könnte es sein, das hatten wir schon mal, wenn das Auto sehr dreckig ist, deswegen ich jetzt erstmal sauber machen, auch unten drunter. Wenn das Auto sehr dreckig ist, dann funktioniert der Stößel vom Turbo nicht. Also das ist ja eine VTG-Verstellung und dieser VTG-Lader, der wird vom Unterdruck angesteuert und da bewegt sich was und wenn sich das nicht bewegen kann, funktioniert es auch nicht. Dann sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, Unterdruck. Vielleicht ist ein Unterdruckschlauch abgefallen. Werden wir sehen, wenn wir reingucken. Und was könnte es noch sein? Ach ja, der Klassiker, N75, Regelventil. Die TDI-Motoren, die haben ja so ein Ventil drin und das steuert eben den Turbo und das ist ganz, ganz wichtig in der Motorabstimmung. Und wenn das N75, das geht auch gerne mal kaputt, gerade durch Staub. Davon haben wir natürlich nicht nur 1 dabei, sondern ich habe noch 2 im Ersatz. Das heißt, da soll es keine Probleme geben. Aber das sind eben die 4 Punkte. Wenn es die 4 Sachen nicht sind, dann haben wir ein wirkliches Problem. Aber gut, gucken wir uns jetzt erstmal an. Zuallererst machen wir die Kiste sauber und dann schauen wir mal, was wir da am Motor finden. Jetzt noch Arbeitsklamotten an und dann geht's weiter. Oha. Dreckig ist kein Ausdruck. Gut. Erst mal sauber machen, dass wir sehen, was hier abgeht. Unterdruckschläuche sehen erstmal okay aus. Hab alles Silikon. Also Silikonschläuche halten eigentlich was aus und bis die kaputt gehen. Ich gehe mal davon aus, ein Unterdruckschlauch wird es nicht sein. Ja, der Dreck ist schon richtig übel. Ist natürlich Chaco-Staub und gleichzeitig war es ja noch feucht. Das heißt, es klebt, ist staubig. Und wenn man unterwegs ist und keine Druckluft hat, dann ist es immer ein bisschen doof, das wegzukriegen. Aber wir haben was Neues. Ich werde es jetzt mal ausprobieren, ob wir damit den Motor so weit entstauben können, dass ich da vernünftig arbeiten kann. Also angeblich soll das Ding richtig Power haben. Mal hören. Anhören tut sich's wie ein großer. Mal gucken, was das Ding macht. Ordentlich. Ja, das mal geil. Das Ding hat Power. So sauber habe ich das Ding noch nicht. Also
Mit dem Besen kannst du ja immer rumfegen, aber mit dem Druckluftbläser dazu, das ist richtig cool. Wir kommen, wie gesagt, gerade aus dem Chaco. Guckt euch das mal an. Ja, das ist übrigens der Megaflow 200 Airduster von Wolfbox. Der kommt mit mehreren Aufsätzen, also entweder zum Staub rausblasen aus dem Motor oder aus der Ecke, je nachdem, wie man es braucht. Der Staubbläser von Wolfbox erreicht Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h und wiegt dabei gerade mal 400 Gramm. Außerdem kann man mit dem Megaflow 200 von Wolfbox auch Luftmatratzen aufblasen, man kann Lagerfeuer anzünden. Wow! Der Luftstrom ist regelbar, den Akku kann man entnehmen bzw. als Akkuset kaufen. Also man hat immer genau den Druckluft, wenn man sie braucht. Wenn auch du Lust hast auf den Megaflow 200 von Wolfbox, dann schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link dazu. Gibt auch Rabatt. Auf jeden Fall macht das Ding seinen Dienst. So, ich mach mal weiter. Fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Also ehe ich das N75 wechsle, gehen wir mal die Sachen durch, die leicht sind. Luftfilter ist schnell gewechselt, wir haben einen Ersatzfilter dabei. Das heißt, ich nehme den raus, mache den anderen Filter rein, gut ist. So, als zweiten Schritt lesen wir den Fehler aus, dass das raus ist. Und dann werden wir es als allererstes mal wieder probieren. So, wenn er jetzt nicht mitmachen möchte, dann werden wir uns unter das Auto legen und den Turbo freimachen. Wenn er es dann immer noch nicht mitmachen möchte, dann gehen wir ans N75. Aber letztlich gesehen, alle Schläuche sind hier dran. Das sieht alles gut aus, das sieht alles fantastisch aus. Das Ding steht gut, das ist nicht allzu verdreckt hier. Fangen wir mal da an, wo es einfach ist. Ja, beim Luftfilter wechseln bin ich ja mittlerweile Vollprofi. Das war schnell. Gut. Sauber ist der schon mal. Also der Filter sauber ist, kann ich nicht sagen, aber hier drin auf der Seite zum Motor ist es richtig schön schwarz. Da ist kein Pulver, das ist richtig gut. So soll das sein. So, da haben wir ihn. So dreckig sieht ja gar nicht aus. Also so schlimm sieht ja nicht aus. Der ist auch voll durchlässig. Also ich habe da fast gar keinen Widerstand. Gut, das wird es wohl nicht sein. Und ihr seht auch hier, sieht man das hier in der Kamera? Das ist dieses Filteröl, was aus dem Enduro-Bereich kommt und was dann den Feinstaub abhält, hier durchzukommen. Gut, das Ding ist es nicht. Da werden wir jetzt auch nichts machen. Den mache ich wieder rein, weil das ist Verschwendung, das wäre Blödsinn. Jetzt sehe ich es gerade, das ist total krass. Guck mal hier, das ist die Seite, die zum Filter, zuluftseitig ist. Und hier sind richtige Regentropfen drin. Hier ist richtig, das sieht richtig krass aus. Eieiei. Hier. Also ein Filter ist schon gut. Na gut, wenn es der Fehler nicht ist, dann machen wir halt unten weiter. Willkommen in meiner Welt. So. Dann kann es ja wie gesagt noch dieser Stößel da sein von der VTG-Steuerung des Turbos. Also der war schon einmal festgesetzt, dann hat er auch nicht mehr funktioniert. Das befreien wir jetzt mal alles, dass sich das schön bewegt, also dass man das schön hin und her bewegen kann. Und dann machen wir einen Fehlerspeicher löschen und dann gucken wir mal, was er sagt. Also guckt mal hier, meine Lieben. Ich nehme euch mal live jetzt einfach mit. Ich hoffe, das funktioniert. So, könnt ihr da, also, so, Licht. So, könnt ihr da oben was sehen? Seht ihr, das ist total schwarz ist am Turbo. Und es riecht auch total verbranntes Öl. Und das sieht mir schon ein bisschen scheiße aus am Turbo hier. Müssen wir mal gucken, ist so rußig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber hier ist dieser Stößel, von dem ich spreche. Ja, den muss man bewegen. Achtung, ich versuche ihn mal zu bewegen. Oh. Ich sehe schon, da ist was passiert. Ja. Die Schraube, die die Unterdruckdose hält, die ist leicht offen und dadurch bewegt sich die Unterdruckdose links und rechts. Das ist ja geil. Gut, dass ich hinterm Auto liege. Seht ihr das? Da oben bewegt sich die Unterdruckdose. Da oben, da. Könnt ihr das sehen? Die bewegt sich links und rechts und das darf die nicht. Und die Schraube hier, die muss zu. Da, die muss ich anknallen wieder und dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. So. Also bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, lesen wir jetzt erstmal den Fehlerspeicher aus. Wir haben ja
Der große Vorteil am TDI-Motor, auch wenn er seine Macken hat und doch ein bisschen im Schlamm vielleicht nicht die beste Alternative ist und im Staub, sind wir doch sehr zufrieden. Und wir haben die Möglichkeit, wenigstens mal reinzugucken, was da bei uns so los ist. So, am besten erstmal das Programm auch anmachen, weil wenn ich den Motor vorher anmache, es hat einen Wackelkontakt und so sehe ich wenigstens, ob es kommt oder nicht. Gang raus. So. So, läuft schon mal. Funktioniert nicht. Also da muss man sich echt erstmal die Brille holen. Ey, wir haben Wackelkontakt in unserem OBD und ja, Steuergerät antwortet nicht. Und das ist natürlich total blöd, weil so kommen wir natürlich nicht an die Motorelektronik ran. Jetzt ist schon wieder Kommunikationsfehler hier. Also ich weiß schon, dass es nichts Schlimmes ist. Saugrohrdruck, Kurzschluss beim Vorglühen, aber das haben wir schon immer gehabt. Mengenregelstellwerk, ist jetzt nicht ganz so toll, aber auch nichts Schlimmes, das lösche ich einfach und dann wird das auch nicht wiederkommen. Aber ich kann es halt nicht löschen, weil ich halt die Verbindung nicht herkriege. Komm schon. Da ist er. Los, nicht bewegen. Motorelektro, jetzt ist er schon wieder weg. Komm schon. Ah, jetzt habe ich es. Nicht bewegen. Fehlerspeicher. Speicher löschen. Ja. Wunderbar. Geschafft. Ja, wir haben genau hier drin irgendwo einen Wackler. Ich muss jetzt einfach mal aufmachen, schauen, dass ich nichts kaputt mache und das Kabel hier neu anlöten. Und dann sollte das auch wieder funktionieren. Ich kriege das mit dem Gebläse nicht sauber. Das ist Matsch. Das ist harter Matsch. Lehmboden, der ist hart geworden. Den kriege ich nicht weg. Aber wir haben den Gartenschlauch. Ich mache mich jetzt mal richtig dreckig und werde mal alles um den Turbo. Jetzt fliegt hier wieder alles durch die Gegend. Na, und werde jetzt mal alles rund um den Turbo sauber machen, um einfach mal ein besseres Bild zu haben. Dann nochmal starten. Alessandro gibt ein bisschen Gas. Ich gucke mir mal an, wie die VTG arbeitet. So. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Dann fahren wir einfach weiter. Wir haben noch einen Umzug vor uns diese Woche. Also direkt ins Auge. Bisschen dreckig da unten. Also den Übeltäter haben wir gefunden. Es ist diese Unterdruckdose, die am Turbo sitzt und die VTG steuert, die da lose ist. Und die ist richtig lose und ich muss jetzt versuchen, die halt wieder festzuschrauben. Also ist der Wagen nicht in Notlauf gegangen, sondern kann einfach nur keinen Druck mehr am Turbo aufbauen. Vielleicht ist er auch in Notlauf gegangen, aber auf jeden Fall hört man den Turbo jetzt im Stand wieder nach dem Neustart. Aber sobald er anzieht, wird er wieder abbrechen, weil er nicht anziehen kann. So, das heißt, wir müssen diese Schraube festmachen. Ich habe es gerade ein bisschen schon probiert, die bewegt sich nicht. Also versuchen wir das mal zu entrosten und dann, wenn ich die nicht weiter reinkriege, mache ich eine Unterlegscheibe drunter und haue die halt wieder ran. So, das ist der Plan. So, man kommt halt saublöd ran. Mal schauen, ob wir das hier hinkriegen. So. Ja, fest. Sitzt. Ja. So, fest ist sie. Aber naja, das ist eine 10er Schraube, die will ich auch nicht so doll anknallen. Wir gucken uns das mal an. Ich komme da doch relativ gut ran, besser als gedacht. Und wenn das alles jetzt nichts wird, dann kommt da eine Unterlegscheibe drunter, die sozusagen dann mehr Druck aufbaut. Ich habe noch so Sprengscheiben oder irgend sowas, dass da halt mehr Druck drauf haut. Gut, wunderbar. Soll es gewesen sein. Packen wir zusammen. Jetzt immer besser. Oh, immer schneller. Ja, da das jetzt so schnell ging, wechseln wir jetzt noch was anderes. Die Unterdruckdose hier. Die Unterdruckdose ist ja, wie heißt es, von der Kurbelwellenentlüftung. Unterdruckdose ist natürlich völlig falsch. Also von der Kurbelwellenentlüftung. Und das Ding soll man ja, das hat ja, glaube ich, ein Wechselintervall irgendwas von 50.000, irgendwas in dem Dreh. Aber wir ölen ja immer noch so ein bisschen. Also unsere Kurbelwellenentlüftung funktioniert nicht ganz so toll. Und ja, ist halt ein Pfennigartikel nicht, aber teuer ist das Ding auch nicht. Deswegen wechseln wir den jetzt einfach mal und in der Hoffnung, dass wir vielleicht dann wieder einen vernünftigen Unterdruck
erzeugen und der Motor nicht so ölt. Öl ist da ja immer drin, aber irgendwie so richtig zufrieden bin ich nicht. Bin schon viel. So, da sitzt die neu auch schon drin. Schnell. So, passt, sitzt wieder. Der Turbo läuft, die VTG-Steuerung läuft, ist wieder festgeschraubt. Das Ding hat sich einfach gelöst durch die Verhältnisse dort. Wir haben die Kurbelwendentlüftung neu gemacht, super, der Luftfilter ist auch leer. So, dann können wir den Scheiß zusammenpacken und ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr, mir ist so schweinewarm. Ich muss jetzt erstmal zu so einem Arroyo fahren, das ist so schön im Park, weil diese Flüsse, da kann man überall reinhüpfen und hat immer so, ja, mitten im Wald halt so eine Badestelle für sich. So, und da fahren wir jetzt hin. Ich muss mich abkühlen, ein bisschen Dreck loswerden. ¿Puedes ver algo? ¿Existe el arroyo? No, todavía veo. Todavía. Hasta ahora no veo nada. Wow, existe entonces. Existe el arroyo. También hay agua dentro. Wow, das ist schön. Qué lugar escondido. Ja. Wow. Baño. Nice. Also, poco sucio. Hm? Ich bin jetzt mal ein Stück runtergelaufen, aber der Boden, der ist ganz schön schleimig und steinig, man kann gar nichts sehen. Und man tritt da die ganze Zeit auf irgendwelchen Blättern, großen Blättern drauf rum, wo man nicht so ganz genau weiß, was da drunter ist. Ich kann einfach nur darauf setzen, dass es hier ein paar... jetzt falle ich genau. Ich kann einfach nur darauf setzen, dass es hier in Paraguay nicht so viele Gifttiere gibt. Gibt es hier Schlangen unter Wasser? Nee, ich glaube nicht. Man kann halt irgendwie auch nicht so weit reingucken, dementsprechend weiß man nicht so ganz, wo man läuft. Aber da vorne sieht es schön aus, deswegen versuche ich es jetzt mal zumindest dahin zu kommen. Bisschen flitschig. Ja, ich mache es nicht. Und dicke Steine. Ah. Und man kann nichts sehen. Nein. Ah. Oh, sehr refreshing.
Ah, qué frío. Ja, muss mal ganz schön krass Wasser runterkommen. Die Steine sind total abgeschliffen. Naja, jetzt kommt nicht so viel. Ja, seguro es profundo y se cierra mucho. No es profundo, sí, claro, pero tú tienes palito. ¿Estás? Perfecto. Tereré im Arroyo. Ich habe meinen Platz gefunden. Sieht super aus. Gemütlich und kalt. Schön, Tereré im Arroyo. Wunderschön. Und refreshing. Wir genießen die letzten Tage an diesem Ort. Wir hatten hier eine sehr schöne Zeit. Und auch Mali hat hier ihre Hundefreunde gefunden. Foto? High five. Ja, High five. Und Foto? Ja, fein. Und Coco? Und Wasabi? Fein. Oh, das ist schön. Das ist schön. Fein, Frau Wolf. In Paraguay sieht man jeden Tag ein neues Insekt. Religioser Dings da. Was ich schon immer machen will, ist frische Ricotta. Man braucht dafür nur Zitronen und Milch und etwas Salz. Die Zitronen wachsen hier im Garten und die Milch ist frisch und vom Nachbarn. Heute machen wir Ricotta, frische Ricotta. Nachdem sich die Milch auf fast 90 Grad erhitzt hat, kommt der Zitronensaft und das Salz dazu. Umrühren. 15 Minuten warten. Danach kann man den Ricotta von oben abheben und in einem Sieb abtropfen lassen. Die Flüssigkeit sollte vollständig ablaufen. Wow. Aus einem Teil stelle ich direkt eine süße Creme her. Ich muss nur Zucker und Schokostückchen hinzufügen. Diese Creme nutzen die Sizilianer für ihre weltberühmten Cannolo Siciliano. Man kann sie aber sehr gut auf Croissant essen. So, hier liegt es, mein Schatz. Super lecker. Ricotta Croissant. Hammer. Später packen wir unsere letzten Sachen zusammen, denn heute ziehen wir um. Wir wollen für die Vorbereitung auf den Amazonas einen abgeschiedenen Ort, zum Arbeiten, zum Denken und zum Kreativsein. Und heute ist es soweit. Ja, zum Glück haben die hier eine Grillstelle. Also, ich habe echt keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich habe einfach Hunger, ich habe Bock, was Leckeres zu essen. Wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf und dann machen wir uns hier erstmal ein schönes Feuer. Aber zuallererst, bevor man sich das Feuer macht, muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man sein Fleisch am Ende grillt. Wir haben keinen Grill, also wir haben keinen Rost. Und ich habe was ganz Spezielles, das ist noch ein bisschen größer.
Ihr kennt es ja bei mir, ich habe ja Bock auf Fleisch. Und dieses Stück müssen wir irgendwie entweder auf den Spieß machen, ich habe so einen Spieß, oder ich habe so ein Ding, wo ich das reinmachen kann. Da, wo es reinzumachen geht, das passt nicht. Also nehmen wir den Spieß. Und für den Spieß brauche ich ja irgendwas, um den Spieß zu halten. Ich habe mir das Ding hier mal so ein bisschen zurechtgefriemelt und versuche das Teil jetzt hier hinzumachen auf die Seite. Dann machen wir hier so das Feuer, ziehen die Glut immer rüber und haben dann hier so unser Fleisch, was grillt. So, das ist der Plan. Feuer an, los geht's. Während das Feuer runterbrennt, widmen wir uns dem Fleisch und ihr habt ja schon gesehen, ein ordentliches Stück für 2 Personen, das ist mal was Feines, eine halbe Kuh. Ist ein Rippenstück, da ist auch viel Knochen dabei. Und ein paar Sachen schneiden wir noch weg. Also hier ist so ganz dickes Fett, da gehen wir mal ein bisschen ran, da schneiden wir ein bisschen was weg. Aber nicht viel, weil wir brauchen das Fett für den Geschmack. Und das Olivenöl hier, keine Angst, liebe Argentinier, das ist jetzt nicht fürs Fleisch, sondern für den Spieß. Weil, wenn man den Spieß nicht einölt, dann hat man echte Probleme, den da durchzubringen. Und das ist blöd, das machen wir nicht. Also Öl für den Spieß. Und das Einzige, was ans Fleisch rankommt, ist Salz, grobes Salz und auch nicht wenig. Damit salzen wir das jetzt ein, dann packen wir das auf den Spieß und dann, wenn das Feuer runtergebrannt ist, go! Jetzt kommt noch das Öl auf den Spieß und dann versuchen wir das Fleisch mit der dicksten Seite zuerst auf den Spieß zu ziehen. Weil die andere Seite, die wird ja zuerst gar und dann können wir die sozusagen abschneiden vom Spieß, während der Rest noch drauf bleibt. Wenn wir die dicke Seite vorne haben, dann können wir hier hinten ja nicht abschneiden. Gut, versuchen wir das jetzt mal da durchzustecken. Ja, schön. Gut runtergebrannt, das reicht. Jetzt können wir uns hier die Glut rüberziehen. Und bloß nicht zu viel. Da, wo es Feuer oder da, wo es Fleisch ist, sollte die Hand, also, das ist schon noch zu heiß. Also man sollte schon so bis 10 zählen können. Also wenn man nicht bis 10 zählen kann, dann ist es einfach noch zu heiß, dann wird das Fleisch zu trocken. Und es muss halt sehr, sehr langsam garen. Also wieder zurück mit der Glut und ein bisschen weiter weg damit. Das ist ja krass, dass es noch so warm ist. So, jetzt ist besser. Und ich habe mir natürlich meinen Fleischhalter gebaut, den habt ihr vorhin schon gesehen. Der kommt jetzt hier rein. So, da sitzt er. Perfekt. Und das muss wirklich sehr, sehr langsam garen. Also ich habe jetzt die ganze Glut ganz weit links und muss wirklich Abstand halten, weil die Steine noch so heiß sind. Und das lassen wir jetzt auf der einen Seite mal schön anbrutzeln, dann drehen wir das langsam immer wieder. Und ja, ich denke so, das dauert bestimmt 1 Stunde, vielleicht sogar 1,5. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, also so, umso langsamer man es macht, umso besser ist es. Wir haben ja Zeit. Und dann haben wir am Ende ein richtig zartes Stück Fleisch, wo man das Fleisch halt total leicht auf dem Knochen abkriegt. Das wird richtig lecker. Ich drehe durch. Es gibt so viele Mücken. Hast du gesehen? Ich habe es gesehen. Aber erzähl mal, was du dich da eincremst. Ich habe Palo Santo. Guck mal. Das ist leer. Guck, das ist perfekt für Mücken. Gegen Mücken. Perfekt für Mücken oder perfekt gegen? Mücken. Gegen Mücken. Palo Santo Öl. Guck Zeig mal.
Also mal dazu gesagt, Palo Santo ist ein Baum, den kennt ihr vielleicht aus der Parfümproduktion. Und dieser Baum, der hat einen bestimmten Geruch und dieses Öl, das mögen die Insekten nicht. Und das ist total natürlich und ich sage euch jetzt gleich auch, warum wir das nehmen und kein anderes Mückenspray mehr, weil wir haben was ganz, ganz Krasses herausgefunden. Das werden wir euch jetzt zeigen. Es riecht sehr gut und es funktioniert sehr gut. So ganz harter Schnitt, aber sonst können wir es nicht erklären. Warum nutzen wir kein normales Mückenspray mehr? Wir haben sonst immer so normales Zeug genommen, wie, ich will jetzt auch keine Marke sozusagen bashen. Man kann nicht sagen, ob es nur bei der Marke so ist oder bei allen, aber es ist beängstigend. Deswegen, ja, zeige ich es euch. Ich hatte, wie soll ich es euch erklären? Also Mückensprays, hier so ganz normale von Autan oder von Off oder wie die ganzen Firmen auch heißen. Wir haben hier eins, so was für Orange ist. Gut, kommen wir zum Punkt. Ich habe hier mal was hingeschrieben. Einfaches Wort, Hallo, steht hier auf unserer Wand. Und dafür habe ich einen Stift genommen, der so ein, wie heißt es nicht, so ein Whiteboard-Stift, also den man eigentlich einfach abwischen kann. Dann habe ich mir gedacht, okay, wische ich mal ab und guckt euch das Ergebnis an. Normales trockenes Abwischen. Nichts. Super Whiteboard-Stift. So. Also das haut schon mal nicht hin. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann muss es doch mit Spülmittel gehen. Spülmittel und Schwamm. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben schon ziemlich viel weg. So. Aber der Rest, der geht partout nicht ab. Warum komme ich da drauf? Wir waren bei Freunden, die hatten einen weißen Kühlschrank, einen niegelnagelneuen, und da habe ich einfach mit dem Whiteboard-Stift dran geschrieben, in dem Glauben, dass es einfach wieder abgeht, und es blieb halt so ein Rückstand. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Rest hier, der geht halt nicht weg. Und ich habe alles probiert, wirklich Alkohol, Nitro, alles, es geht nicht weg. Ja? Also, damit man den Kühlschrank ja auch nicht kaputt macht. Und irgendwann stehe ich davor und denke mir so, jetzt fällt mir nichts mehr ein, wie ich es wegkriege. Und dann nehme ich mein orangenes Mückenspray und hau da einfach einmal drauf. So, einmal drüber. Und jetzt guckt euch das an. Rückstandsfrei. Das gibt mir zu denken. Und deswegen nehmen wir nur noch Palo Santo. Also echt übel. Ach ja, und Klebereste beseitigt es auch fantastisch. Also wenn ihr irgendwo Klebereste habt auf einer Flasche oder auf dem Glas, dann funktioniert auch wieder das Mückenspray. Das will man nicht auf der Haut haben, wirklich nicht. Das sieht doch richtig lecker aus. Appetit. Guten Appetit. Oh, das sieht lecker aus. Ein bisschen crunchy. Fuera. Ah, gut, ne? Als Sabor sogar. Super. Also Rippen sind ja immer so ein bisschen, die leben ja von dem Fett. Und total fettig. Und mit dem Fett zusammen und dem anderen Fleisch wird es dann saftig im Mund. Super lecker. Dazu gibt es Blumenkohl und das war's. Hammer lecker. Bisschen Gemüse. Ja, sehr gerne. Kann das sein. Mal gut.